ich bin Ömer Shahin und ich bin Manager bei Infomotion. Mein Tag bei Infomotion beginnt in der Regel mit einem Daily Call, den ich mit meinem Vorgesetzten und unserer Business Development Managerin zu unserer Business Unit selber führe. Das heißt, da geht es um vertriebliche Aktivitäten, um projektbezogene Themen, Auslastungen und natürlich auch um unsere Mitarbeitenden. Anschließend nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, um meine Kinder in den Kindergarten zu fahren, was auch dazu gehört, und habe anschließend projektbezogene Meetings oder auch Aktivitäten, die ich durchführe. Die Motivation in meinem Job hole ich mir vor allem aus der Dynamik der Branche. Wir haben ein sich stetig weiterentwickelndes Branchenmodell. Wir sind in der Beratung, haben unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Projekte und on top von dem kommt noch das Zusammenarbeiten mit den Mitarbeitenden. Sprich, ich kümmere mich um meine Mitarbeitenden. Sie müssen sich auch weiterentwickeln neben dem Projektgeschäft und das ist vor allem wirklich etwas, was mich reizt. Misserfolge gehören auch zum Geschäft. Wichtig ist, dass man aus den Fehlern lernt und wir haben bei Infomotion diese Fehlerkultur, diese Fehler analysiert, aus den Fehlern lernt und in Zukunft vermeidet. Bei Infomotion habe ich die Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln und das ist für mich ein sehr ausschlaggebender Faktor gewesen. Das heißt, ich habe einen Rahmen, innerhalb dessen ich mich frei bewegen kann in der Rolle des Managers und sollte ich dann doch die Unterstützung von meinem Vorgesetzten, dem Gerd, benötigen, kann ich immer auf ihn zurückgreifen und von seiner Erfahrung partizipieren. Auch ich habe eine Beschreibung für mich selber, nämlich, um es auch mit 3 Wörtern zu beschreiben, fordernd, fördernd und Feuer. Wobei Feuer kann man, glaube ich, ersetzen durch Entrepreneurial Spirit. Ich bin sehr unternehmerisch unterwegs und das zeichnet mich aus. Die Herausforderungen in der Rolle des Managers sind vor allem auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Das heißt, das unternehmerische Denken, die Auslastungen im Auge zu behalten, neue Projekte zu gewinnen. Auf der anderen Seite genau die Mitarbeitenden, die für diese Wirtschaftlichkeit dann auch verantwortlich sind, weiterzuentwickeln, sie zu fördern und ihnen genug Luft zu geben, um sich auch in andere neue Themen hineinzuarbeiten und Ideen zu entwickeln. Meinen Führungsstil würde ich als weder zu autoritär noch zu leicht beschreiben, sondern es ist eher in der Mitte und in dieser Mitte sehe ich eben jemanden, der eine Vision vorgibt an seine Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden dann den Weg selber bestimmen können, wie wir eben zu dieser Vision kommen.